Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Unser Thema heute sind dieser hübsche kleine Kerl hier, ein Stachelschwanzvaran, Varanus acanthurus. Wir haben, oder die letzten Jahre gibt es, würde ich sagen, fast weniger von den Tieren. Früher hat man sie öfters gehabt. Die letzten Jahre werden sie, habe ich den Eindruck, fast etwas seltener in der Terroristik. Ist von den Varanen einer der am meisten gehaltensten in der Terroristik. Sind wirklich hübsche, relativ klein bleibende Terrarientiere, kommen aus Australien. Dadurch kriegt man natürlich auch fast keine, oder beziehungsweise alle Tiere, die man bekommt, sind nur aus Nachzuchten. Ne? Aus Australien kommt ja gar nichts. Also alles, was man an Stachelschwanzvaranen bekommt, wurde in der Terroristik gezüchtet. Gibt verschiedene Farben davon. Also englischsprachig sagt man ja die Eckies, und dann gibt es die Red Eckies und die Yellow Eckies, und die normalen sind die braunen oder Braun Eckies. Also den, wo ich hier habe, der kommt aus einer Linie, die sollen so rot-gelb werden. Erkennt man noch nicht allzu viel bei den Jungtieren. Und darüber möchte ich euch heute gleich über die Haltung etwas erzählen. Den packe ich mal hier in das Döschen. Ich glaube, dann hat er weniger Stress und ich habe auch weniger Stress. Hier geblieben, da geht's los. Rein mit dir. Stellen wir ihn da hoch, dann könnt ihr ihn trotzdem anschauen. Von der Haltung her, es sind Wüstenbewohner. Ihr braucht ein schönes, großes Wüstenterrarium. Ich würde sagen Minimum 1,20 Meter bzw. eher 1,50 Meter oder je nachdem, die werden auch relativ unterschiedlich groß, zwischen 40 und 60 Zentimeter. Ich denke, das kommt ein bisschen auf das Verbreitungsgebiet an. Stichwort Verbreitungsgebiet, die kommen aus dem Norden von Australien, also nördliche Teil von Australien, entlang der ganzen Küste. Gibt wohl 3 Unterarten, die beschrieben sind. Verschiedene Populationen. Das ist der Stand der jetzigen, oder ich bin mir nicht mal sicher, ob das ganz aktuell ist, aber das ist der Stand meines Wissens sozusagen, dass es 3 Unterarten gibt, die beschrieben sind. Und entsprechend den Unterarten wird auch die Größe gleich ein wenig variieren. Also wie gesagt, so 40 bis 60 Zentimeter, wobei natürlich der größte Teil auf den Schwanz fällt. Ne? Also Kopf-Rumpflänge im Vergleich zu Schwanzlänge ist ca. 40 zu 60% Schwanz. Also entsprechend, wie gesagt, 1,20 Meter bis 1,50 Meter Terrarium. Das Ganze als Wüstenterrarium gemacht. Das heißt, das Wichtigste an diesem Terrarium ist die Beleuchtung. Ne? Deswegen habe ich jetzt mal hier symbolisch 2 Arten von Lampen hergestellt. Entweder diese normalen Quecksilber Metalldampflampen oder Mischlichtlampen, wo man kein Vorschaltgerät braucht, oder teurer wegen Vorschaltgerät, aber von der Lichtausbeute auch besser, diese HID-Lampen, sagt man dazu, oder Natriumdampflampen. Damit müsste euer Terrarium perfekt ausleuchten. Habt ihr so ein großes Terrarium, 1,20 Meter, 1,50 Meter, reicht auch nicht, wie ich es hier hingestellt habe, eine, sondern ihr müsst, ich würde mal sagen, 1,50 Meter Terrarium müsst ihr mindestens 300 Watt an Energie reinmachen. 1,20 Meter Terrarium vielleicht so 200, gute 200 Watt an Energie. Ja? Also ganz wichtig, ihr beheizt das Terrarium mit den Lampen, ihr leuchtet das Terrarium mit den Lampen aus und ihr stellt die UV-Versorgung mit diesen Lampen her. Ja? Also das A und O bzw. das Kernstück eures Wüstenterrariums ist diese Beleuchtung, entweder Mischlicht oder HID-Lampe. Wie gesagt, am Tag sind die Lampen an, habt das heiß, unterm Spot selber ca. 40 Grad bis 50 Grad ist auch in Ordnung, 40 bis 50 Grad. Die kälteste Ecke im Terrarium könnt ihr knapp 30 Grad haben. Ja, das Temperaturgefälle müsst ihr ausmessen mit einem Thermometer. Wenn das so passt, kälteste Ecke knapp 30, unterm Strahler 40 bis 50, dann habt ihr das perfekte Wüstenterrarium. Nachts macht ihr das Ganze aus. Kann kalt werden, so kalt es im Raum wird. Also normaler Wohnraum geht nachts runter auf, je nachdem, ca. 15, 16, 18 Grad. Im Winter vielleicht noch kühler. Alles okay für die Tiere, die brauchen nachts die Absenkung. Ja? Also nachts alles ausmachen, optimal. Als Einstreu nehmt ihr entweder Sand
oder Holz. Da sind wir wieder beim ähnlichen Thema wie bei Bardergamen. Es gibt Terrarianer, die sagen, um Gottes Willen, wie kann man die auf Holz halten? Wir halten die meisten Wüstenbewohner auf Holz, also das Reptiwood Snake oder Reptiwood Fine hat sich bei uns bewährt. Man kann sie natürlich definitiv auch auf Sand halten. Ganz beliebt ist ja der rote Sand oder sowas. Aber die Farbe vom Sand, behaupte ich mal, spielt keine Rolle. Also Sand oder Holz, perfekte Einstreu. Die Tiere sind reine Fleischfresser. Ihr füttert die mit Insekten, bietet als Jungtier, füttert ihr die 5-6 Mal die Woche, also macht vielleicht maximal einen Fastentag, aber schon jeden Tag füttern. Denkt dran, wenn ihr füttert, gut einstäuben mit Mineralien, das Complete mit Mineral. Gemischt ist die perfekte Mischung. Also wir machen in die Terrarien auch immer noch ein Blatt Salat rein oder ein Stück Apfel. Die Tiere, ich habe es noch nie beobachtet, dass die an Salat rangehen, aber irgendwann ist der Salat trotzdem weg. Interessanterweise vermutlich nicht wegen den Waranen, sondern weil die Heimchen, Grillen, Heuschrecken, die ihr verfüttert, an diesen Salat gehen. Ja, dann habt ihr gleichzeitig, also nennt sich Gutloading, die Heimchen fressen den Salat, die Warane fressen die Heimchen und somit habt ihr dem Tier auch weitere Vitamine oder wichtige Nährstoffe verabreicht. Soweit zur Haltung von den Tieren, wenn die dann entsprechend wachsen, Männchen weniger füttern. Die Geschlechtsbestimmung ist recht schwierig. Also beim Jungtieren kann man die Geschlechter noch gar nicht feststellen. Bei den adulten Tieren kann man es einigermaßen an der Kopfform sehen und an der Kloakenregion sehen, aber wirklich schwierig bei denen, eine Geschlechterbestimmung. Deswegen bringt es auch nichts, das jetzt hier zu zeigen, beziehungsweise ich habe gerade auch keine 2 adulten Tiere da, wo ich es euch als Vergleich zeigen könnte, aber wirklich schwierig. Wenn ihr die Möglichkeit habt, haltet ein Pärchen, ist natürlich toll, könnt ihr sie züchten. Ihr könnt auch Männchen allein halten, ihr könnt Weibchen allein halten, nur nicht mehrere Männchen zusammenhalten. Ja, kennen wir von vielen Echsenarten, keine Männer miteinander vergesellschaften. Habt ihr ein einzelnes Männchen, dann nochmal zurück zur Fütterung, dann müsst ihr es einiges sparsamer füttern. Einzelnes Männchen 2-3 Mal die Woche Insekten anbieten, das reicht, sonst wird er nur fett und kriegt Nierenschäden oder sonstiges. Ja? Also adulter Mann nur 2-3 Mal die Woche. Habt dann adultes oder habt ein großes Pärchen. Wenn das Weibchen Eier legt, das Weibchen müsst ihr natürlich gut und stark füttern, damit die Energie wieder kriegen kann. Das war meine Kurzanleitung zur Haltung von diesen Stachelschwanzwaranen. Die Gelegenheit war gut, weil ich gerade von den Jungtieren welche da habe. Dachte ich, zeige ich euch die mal. Bei der Haltung habt ihr bemerkt, es ist relativ ähnlich den Bardergamen, oder ich würde sagen, es ist sogar gleich den Bardergamen. Die Biotope überschneiden sich auch. Aber dann habt ihr mal gesehen, wie man die Stachelschwanzwarane hält. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, ein wirklich super Terrarientier.